Leute, lasst euch was erzählen. Die Finken hat ein Auto wollen. Beim Fuchsbauern haben schon was und sie haben alle noch was. Waren sie leicht schlechter wie die unten, dass sie sich noch was leisten konnten und schließlich haben sie 3 Jahre mehr. Das geht der Bayerin schwer an der. Sie hat mit gar nichts mehr freut. Es frisst schier, bei Not nicht. Und dauernd liegt sie einmal in Dorn. Sie möchte auch so gern Auto fahren. Sie lässt sich pro Specker kommen, sollen sie etwas an Mercedes nehmen. Bei Nachbarn haben wir einen Kapitän, der ist von vornherein zwängschön. Ein bisschen größer muss er sein, dann seid die Finken gar nicht ein. Mit Topolino, Lloyd, Renault gibt's es überhaupt nicht da. Wir sind ja keine armen Schlucker, dass wir sie in so ein Spuckerl hucken. So ungefähr hat Finken geritten. Na, Alter, passt da leicht was nicht? Ja, Linschel, sagt der Finkenbauer, ums Kaffen kommt's mir nicht drauf an. Nur was die Briefung steht mir's halt. Zu sowas bin ich frei, schaut's alt. Da aber soll's jetzt bei den Herren, er soll sich gleich zum Kuchen scheren. A Feige mitten heisst sie ein Mann, an alten Lob, der nix mehr kann. Kein Mannsbedienst, soweit man schaut, das sind nicht Autolenker draht. Und magst das du nicht, schreit's für Zorn, so lern noch ich das Auto fahren. Und schließlich hat's es so weit gebracht, der Bauer hat die Autoprüfung gemacht. In Stall steht der, bei der Garage haben's dann noch keine gehabt, in Stall steht der neue Wagen, allen Nachbarn hat's die Red verschlagen. Und an einem Sonntags in August hat's die Bayerin einmal auf einen Ausflug gelust. Sie fahren einmal in die Wernerstadt, wo die Finken noch eine Schwester hat. Der Bauer macht eine lange Nosen, er fährt nicht gern auf solche Straßen. Er findet sie auch in der Stadt nicht zurecht, ob die Bayerin nicht mit dem Zug fahren möchte. Mit dem Zug? Wie kann man denn sowas sagen? So was steht denn draus, der neue Wagen? Es hilft ihm nix, die Fahrt geht an. Freinspatz, da wird die Wettel schauen. 30 Kilometer fährt der Bauer, die anderen dann ihm nachschauen. Wie kann ein Cadillac, ein Neicher, so langsam auf der Straße schlägen. Ich hätte überhalten. Da sagt jetzt Finken zu ihren Alten, geh vor, du schlafst ja eh, ihr wird denn gar so ängstlich sein. Schau, wie die anderen vorbeiflitzen, da darf ich lieber drinnen sitzen. Jetzt fährt der Finkenbauer halt geschwind. Ums Eck ein grosser Lochtwagen. Ein Geschrei, ein Krochen, ein Haufen Trimmer, viel sieht man von die Finken nimmer. Mit Brich und Wunden überall bringen sie die Finken ins Spital. Das Erste, was jetzt bei den redet, mit so einem Mannsbedisser gefreut, es muss da sein, denkst du weiter nach, dass ich noch die Autoprüfung mache.